Guten Morgen aus Ilmenau. Heute nehmen wir mit an den kantonalen Wandertag. Das ist die Wanderung Natur, fertig, gemütliche. Und die Endung von allen 4 Wanderungen ist beim Pfäffikersee. Die Wanderung ist mit dem Gardens Fluri von SRF Meteo. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Im Naturschutzgebiet Wilder. Das ist ein sehr spezielles Gebiet. Ich sehe es auf der Karte einen Überblick über das Gebiet. Das ist ein Übrigsbleibsel von der letzten Eiszeit. Das ist da ein Gletscher, wo der sich zurückgezogen hat. Ist zuerst ein See geblieben, wo sich dann nach dies nach verlandet hat und sich ein Moor gebildet hat. Die Moore sind in der Schweiz stark unter Druck geraten. Viele sind ausgebeutet worden, entwässert worden, unterdessen auch verbaut worden. Und hier im Wilder, also auch das Wilder hat sehr intensive Nutzung erlebt. Anfang des letzten Jahrhunderts hat man das sehr intensiv genutzt. Einerseits hat man die Streu genutzt fürs Vieh, aber man hat auch intensiv Dorf abgestochen. Und dass man das auch können, hat man das ganze Gebiet entwässern. Man hat überall Entwässerungsgräben bauen und durch das ist natürlich der Grundwasserspiegel vom ganzen Gebiet runtergesackt. Und für viele Moorpflanzen ist dann eben nicht mehr ideal gewesen. Wo dann die Dorfnutzung Mitte letzten Jahrhundert langsam nicht mehr so interessant geworden ist dann das Gebiet nach verbuscht und es sind Gehölze aufgekommen, Bäume aufgekommen, weil eben der Lebensraum für die typischen Moorpflanzen nicht mehr so ideal war. Es ist dann in den 90er Jahren der Naturschutz gekommen, der sich beim Gebiet angenommen hat und gesehen hat, was es eigentlich da als Grundlage noch für einen Berg vorhanden ist. Und hat intensiv Gehölze zurückgedrängt, hat Neophyten, die damals schon ein Thema waren, vor allem Goldruten, bekämpft. Und hat dann auch Anfang des 2000er Jahre eine erste Hochmoor-Regeneration durchgenommen. Das ist auch etwas Spezielles. Hochmoor sind ganz seltene Lebensraumrücke in der Schweiz. Und hier im Wilder haben wir im weiteren Bereich noch Übrigsbleibsel von Hochmoor. Und das hat man stärken. Und dass das gelingen konnte, hat man eine sogenannte Schwungbänder im Boden verbauen, die das Wasser zurückhalten können. Die Wettersituation von der letzten Jahre hat sicher immer mal wieder ein bisschen geschaut, wie es heute könnte werden, und hat sicher immer gesehen, dass auf der Map eigentlich den ganzen Tag Regen angezeigt hat. Das ist, weil die Apps auch immer ein bisschen verwischen, häufig so ein bisschen. Jetzt so die letzten paar Tage hat sich langsam angefangen abzeichnen, dass die Kaltfront da durchkommt, das hat man eigentlich gesehen. Und schon so ab vorgestern hat man eigentlich relativ schön gesehen, dass die Kaltfront wahrscheinlich relativ schnell unterwegs ist. Also das ist das, was heute Morgen durchgezogen ist, der Regen, den wir schon hatten. Und so ab vorgestern hat man eigentlich denken, es könnte ganz so kommen, wie es jetzt heute kommt. Aber in den Apps hat man immer noch so ein bisschen die längsten Prognosen drin. Darum hat es immer wieder angezeigt, dass es am Nachmittag eigentlich auch noch regnen könnte. Und so ab gestern hat man eigentlich recht gut in dem Modell drin gesehen, dass die Kaltfront wahrscheinlich schon recht schnell durchzieht und dass es dann so gegen den Mittag eigentlich abtrocknet, oder mit Glück haben sogar schon schneller, dass man jetzt gerade eigentlich von Anfang an schon wunderbar Trockenheit. Und alle, die heute Morgen aufgestanden sind und nicht einfach nur auf ihren Ort gegangen sind auf der App, sondern auf den Radar geschaut haben. Und zwar nicht, was die Prognose vom Radar macht, sondern der Radar ist eigentlich nur einfach eine Messung. Also wenn wir vom Radar reden nicht von dem in den nächsten 2-3 Stunden,
der Radar misst nur, es sind 5 Radarstationen in der Schweiz verteilt und der misst, wo es jetzt aktuell gerade regnet. Wenn wir heute Morgen aufgestanden sind, haben wir eine schöne, scharfe Linie gesehen, wo es fertig ist. Und dann hat man eigentlich recht gut antizipiert, dass wahrscheinlich auf den, wenn wir loslaufen, ziemlich genau gerade schon trocken ist. Und die Kaltfront ist jetzt eigentlich durchgezogen, die geht jetzt da Richtung Alpen und wird jetzt so ein bisschen über Graubünden, Tessin hängen bleiben und lässt natürlich an den Alpen recht viel Feuchtigkeit zurück. Und sobald jetzt da, wie wir sehen, es ein bisschen aufleuchtet und die Sonne ein bisschen reinscheint, es hat so viel Feuchtigkeit herumgeschwillt, dass halt gar wieder auf. Es gibt in dem Sinne wieder Wolken über dem Flachland, aber es kann natürlich in den Bergen an, wo kalt von der Nähe ist, auch wieder so weit einheizen, dass es dann nochmal irgendwelche Platzregen vielleicht auch nochmal Gewitter gibt. Das ist jetzt eigentlich viel die grössere Unsicherheit heute am Nachmittagabend. Wo entstehen allenfalls nochmal irgendwelche Platzregen, wo entstehen nochmal Gewitter. Im Flachland ist die Chance relativ klein, dass es nochmal nass wird. Ganz ausschliessen kann man es nicht, dass es lokal nochmal jemanden trifft. Aber alles, was so ein bisschen Voralpen, Zentralostschweiz, Graubünden ist, Tessin, dort ist man eigentlich eher gefährdet, dass es nochmal nass wird. Und wenn wir jetzt schon sehen, wir sind ein bisschen auflockern, das ist ja eigentlich jetzt für uns ein gutes Zeichen, aber eben so bei dieser Feuchtigkeit, die jetzt momentan ist, man spürt es ist ja eigentlich nicht wahnsinnig warm, aber sobald wir am Laufen sind, können wir anschwitzen, also wir haben extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Und sobald natürlich die Sonne nur ein bisschen reinscheint, fährt das gerade wieder an zu quillen. Und dann haben wir möglicherweise dann auch am Nachmittag wieder einen Deckel über uns, was dann einmal wieder so ein bisschen einflopft. Also jetzt gerade voll Luftweise, dass es strahlend sonnig ist am Nachmittag. Das würde ich jetzt nicht gerade wetten, aber in der Tendenz sollte es eigentlich je länger, je besser werden. Wir stehen hier vor einem ganz wichtigen Haus in dem Wärmenzwil. Die ältere Generation, ich weiss es noch von meinem Vater, haben mir früher von dem Kleinjock, von dem kleinen Jock erzählt. Der kleine Jock ist, die Frage ist, das jetzt auch der erste Biobauer war, den sie gegeben hat. Und ich habe vom Vater weiss ich noch, dass er gesagt hat, und Kompost und so, oder? Und das ist eigentlich, hat er auf den kleinen Jock. Jetzt ist zwar in St. Gallen, aber er hat von dem Zürcher Kleinjock gewusst. Also der Kleinjock ist hier geboren. Der Kleinjock ist hier natürlich in einer Grossfamilie geboren, hat dann den Bauernhof übernommen. Man sagt, so ein Grossbauer hat dann später das Rümlang unten in der Katzenrüti einen zweiten Hof pachten und hat dort unten sein Lebenswerk umgesetzt. bin ich am Pfäffiker See angekommen. Dort hat es noch gratis Grillkäse gegeben. Sehr gut organisiert von der Zürcher Wanderweg. Cooler Anlass gewesen. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du über zukünftige Videos von mir auf YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo da lassen.
und ich freue mich immer sehr über eure Kommentare. Bis zum nächsten Video.